Industrie weiter unter Wasser, wenig Interesse für steigenden Gaspreis in Europa und Lichtblick erneuerbare Welt. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Letzten Monat waren die Inflationsdaten noch allen vollkommen egal. Nach den Notenbank-Sitzungen ist es nicht mehr so. Die Einkaufsmanager für den widerstandsfähigen Servicesektor nahmen ihre Erwartungen zwar zurück, blieben jedoch bis auf Frankreich im positiven Territorium. Die Werte der Industrie in den USA, Großbritannien und Europa sanken unisono unter die Zahlen des Vormonats. Besonders hart hat es uns getroffen. Hier kam die Berechnung des Austrian Manufacturing PMI auf 39,7 und damit gab es die rote Laterne für Österreich. Sinkende Auftragsniveaus und nachlassende Nachfrage waren die Hauptargumente. Letztlich dämpft die anhaltend straffe Geldpolitik die Konjunktur und damit die Investitionen, vor allem die der kleinen Betriebe. Die Umfrage unter diesen in allen 50 Bundesstaaten brachte die pessimistische Haltung zum Ausdruck, nämlich schwache Konjunktur, hohe Kreditkosten und der Zeitpunkt ist genauso schlecht wie 2009. Zur Erinnerung, das war die große Finanzkrise. Kommen wir zum nächsten Thema. Mit dem Rückzug der Wagner-Truppen im Ukraine-Konflikt hätte man sich schon mehr Auswirkungen auf die Kapitalmärkte erwarten können. Zumindest auf Rohstoffe wie Öl oder Gas. Aber keine Reaktion. Aus Sicht der Inflation ist das gut und der Vergleich mit dem Vorjahr beruhigt. Wir haben eine Grafik zum Gaspreis mitgenommen. Die dunkelblaue Linie stellt die Preisentwicklung des letzten Jahres dar, die hellblaue die des heurigen. Und die rote Linie mit den zwei Pfeilenden markiert die Differenz. Das heißt, weiter sinkende Inflation aufgrund des sogenannten Basiseffekts. Der Basiseffekt ist statistisch das Phänomen, wenn so wie in unserem Beispiel die hohen Gaspreise des Vorjahres rausfallen und dadurch die für den folgenden Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr berechnete Inflation, viel niedriger ausfällt. Für euch persönlich ist es eine Frage der Zeit, wann eure Versorger die Preise zurücknehmen. Weil zuletzt die Frage an uns getragen wurde, berührt der steigende Gaspreis von 20 auf, gestern waren wir über 30, niemand oder woher kommt das? Die Gründe für den Anstieg sind die geplante Schließung eines Gasfelds in den Niederlanden wegen tektonischer Probleme, Wartungsarbeiten in Norwegen, weswegen aktuell weniger LNG-Gas über Deutschland nach Europa kommt. Und ein Punkt, der immer öfter zitiert wird, ist der Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine, der aber erst mit Ende 2024 abläuft. Nein, derzeit ist das kein großes Thema. Wohl auch dadurch, weil die Gasspeicher schon gut gefüllt sind. Europa liegt bei rund 76% Füllstand, Österreich und Deutschland haben die 80% Quote schon geknackt. Aber ein wesentliches Thema ist und bleibt die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 2022 rief die USA den Inflation Reduction Act ins Leben. Heute profitiert ein kleiner Teil der Industrie bereits, nämlich der Industriebau. Zu Beginn unseres Berichts haben wir schon allgemein berichtet, Positives findet man im Detail, nämlich die 3 Linien, die nach oben zeigen. Aber alles der Reihe nach. Die Industrieproduktion steigt, das ist die gelbe Linie. Neue Aufträge sind rar und steigen kaum, das ist die schwarz strichlierte Linie. Grün sind die Produzentenpreise, die steigen nur mehr mit 2,3%. Und kommen wir zu den steigenden. Das ist der Ausbau der Industrieanlagen, zum Beispiel Brennstoffzellen oder Wasserstoffprojekte sind stark nachgefragt. Ebenso wie die Automatisation und erneuerbare Energie. Hier geht es steil nach oben, also 1:0 für die USA. Erfolgsberichte kommen derzeit auch aus Deutschland. Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie in der Energiewende. Hier konnte die Forschung mit dem Industriegas Propan im Test das Dreifache an Leistung erzeugen im Vergleich zu bestehenden Systemen. Ein weiterer Plan sieht den Aufbau einer deutschen Solarindustrie vor, um die Abhängigkeit gegenüber China und Asien zu reduzieren. Das war es auch schon fast für diese Woche. Inflationsdaten aus Deutschland und für die Eurozone sollte man am Donnerstag und Freitag im Blick behalten. Und damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier.
Alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.